So, liebe DLD-Kerngruppe, alle, die bis jetzt übrig geblieben sind, durchgehalten haben und noch mit uns einen Abschluss feiern wollen, mögen sich jetzt hier reinbegeben und gerne auch von da hinten auf die Plätze. Wir wollen es hier ein bisschen kuschelig haben und noch einen persönlichen Abschluss hinkriegen. Es gibt ja auch eine Tour durch den Botanischen Garten. Wir haben hier sehr viel Theorie gehabt. Wir wollen auch nochmal Biodiversität in echt erleben. Und dafür haben wir hier den Professor Dr. Joris Peters, der uns sagt, auch wer kein Regencape dabei hat, ist trotzdem willkommen. Warum? Weil wir natürlich mit unseren Treibhäusern wie natürlich alles Mögliche machen können. Schauen Sie, wer immer... Also, es findet drinnen statt und man muss es ein bisschen neugierig machen. Wie kommt man dahin? Johanna, du hast sogar die Tram recherchiert. Wie geht das? Man geht hier raus und dann... Dann geht man nach links und dann fährt da die Tram Nummer 20 und dann steigt man um am Westfriedhof und steigt in den Bus Nummer 180. Und ich werde das Ganze begleiten. Keine Angst, klingt kompliziert, sind aber nur 20 Minuten. Also wer mehr über das Leben wissen will, steigt am Westfriedhof um und bleibt da nicht, sondern fährt noch weiter zur Biodiversität. Herzlichen Dank, dass Sie das möglich machen, auch bei Regen. Kleinen Applaus und wir freuen uns auf den Abschluss. So, wow, mir dröhnt der Kopf, wem geht es auch so? Genau, deswegen habe ich 20 Slides für euch vorbereitet. Nein, ich verzichte gerne auf meinen Vortrag zugunsten von dem, was ich die ganze Zeit hier spüre, nämlich dass so viel Ideen, Potenzial, Energie hier im Raum ist, dass ich diese Keynote gerne tauschen möchte, um ein bisschen zu ernten, was hier alles gesät wurde und vor allen Dingen das letzte von den 5 Punkten, die ich zu Beginn mit Josef Settle platzieren konnte, nämlich jeder kennt wen, der wen kennt, der mehr bewegen kann als du. Und ich weiß nicht, wie es euch ging zwischendurch bei Johann Rockström, ich hätte heulen können. Und bei Ursula von der Leyen fand ich sehr rührend, dass sie von ihren Enkeln gesprochen hat. Und Stefanie Hauer, die hier ist, hat mich mal drauf gebracht, dass diese ganzen Szenarien ja immer im Jahr 2001 plötzlich aufhören. Ja? Wir sehen immer diese IPCC-Reports und dann plötzlich ist da die Kurve und die endet so im Nix. Und in dem Moment, wo Ursula von der Leyen von ihren Enkeln und Enkeln gesprochen hat, wurde mir klar, ey, die sollen ja auch noch über 2100 ein gutes Leben haben. Ich bin evangelisch, meine Frau ist katholisch und ich weiß nicht, ob das hier in Bayern bekannt ist. Es gibt so eine Sekte, die damals das Fundraising-Modell der Katholiken hinterfragt hat. Und dabei muss ich heute anerkennen, dass die Idee vom Fegefeuer was Interessantes hatte. Warum? Du konntest vorzeitig aus dem Fegefeuer entlassen werden, wenn deine Enkel für dich gebetet haben. Und egal, woran man glaubt, ich finde die Idee, dass wir so leben sollten, dass unsere Enkel uns nicht hassen werden, finde ich bis heute sehr, sehr wichtig. Und das muss man gar nicht selber Kinder haben oder Enkel haben, sondern man muss diese Idee haben, dass man was kriegt und was weitergibt. Und deswegen möchte ich einfach mal ein paar Stimmen hier sammeln von Geschichten des Gelingens. Denn es ist verdammt schwer, angesichts von vielen Dingen, die in eine völlig falsche Richtung laufen, immer noch Hoffnung zu haben. Und deswegen glaube ich ja auch, dass in der Kommunikation Musik, Kunst, Humor eine Riesenrolle spielt. Wir können uns nicht selber kitzeln, wir sind soziale Wesen. Probiert euch mal selber gerade zu kitzeln an irgendeiner Stelle, wo ihr normalerweise kitzlig seid. Bringt's nicht, oder? Kitzelt mal jemand, der neben euch sitzt? Ist sofort was anderes. Und deswegen guckt einmal kurz rechts und links von euch und erzählt euch in 30 Sekunden in die eine Richtung, 30 Sekunden in die andere, was war euer Aha-Moment in den letzten beiden Tagen, dass ihr das mitnehmt. Weil ich kenne solche Konferenzen und wir hatten auch im Interview darüber gesprochen, was ist eigentlich die Post-DLD-Depression, dass man so erfüllt hier rausgeht und dann doch wieder mit so vielen Dingen im Alltag konfrontiert ist. Das
euch das nicht passiert, dass wir uns selber auch mental, seelisch gut aufstellen. Das ist der Sinn von dieser kleinen Session. Einmal kurz Kopf nach rechts, kurz nach links. Was war euer DLD Take-Home? Was hat euch Mut gemacht? Was war eine Geschichte, die ihr noch nicht gehört habt? Und los geht's, ab jetzt! Okay. Super. Und ich möchte ein paar von diesen Geschichten einsammeln. Felicitas, du musst gleich los. Komm einmal kurz nach vorne. Denn du hast auf eine tiefe Art und Weise zu dieser Konferenz beigetragen. Und Felicitas und ich kennen uns schon eine Weile aus dem Studium in Heidelberg. Und Felicitas macht das, was Alex auch gesagt hat, wir brauchen sozusagen Retreats, wir brauchen Momente, wo Menschen raus aus ihrem Hamsterrad kommen und sich berühren lassen von dem, was passiert. Du bist mit Active Philanthropy nee, ist nicht geplant, aber ich möchte das total wertschätzen. Komm mal die Bühne hoch. Wir sind nämlich familiär verschwägert gewesen. Die Welt ist bunt, aber... Das wird jetzt hier kein Vortrag über Hirschhausen. Nein, aber du hast eine geniale Idee gehabt, nämlich Menschen, die in Verantwortung sind, die Verantwortung kriegen, rauszunehmen nach Grönland. Ich habe eigentlich nur das gemacht, was Steffi hier auch mit uns gemacht hat. Nämlich die Natur dahin zu positionieren, wo sie sein soll, nämlich genau in die Mitte von unser aller Leben und dann einfach mal kurz innezuhalten und zuzuhören. Und deshalb fand ich diese Momente mit der Musik so großartig, wo wir zuhören konnten. Ich fand diese Filme großartig, wo wir zuhören konnten. Die Momente der Stille, und das ist eigentlich das, was ich auch aus dieser Konferenz mitbringe, neben all den Reden, ist das, was am wichtigsten ist, ist einfach innezuhalten, zuzuhören und dieses Wunder von Geräuschen, von Bewegung und Verlangsamung mitzunehmen und dann sich zu überlegen, was ist eigentlich wirklich wichtig, indem wir es als nächstes tun. Und das ist das Tolle, dass DLD uns das immer wieder hilft. Und das kam eben auch aus dem Gespräch heraus. Und Maria war mit dir, Lisa war mit dir unterwegs und Sandrine. Steffi? Und Steffi. Genau. Und es ist genau diese persönliche Transformation, die es braucht, damit wir aus dem Kopf ins Herz kommen. Und deswegen war deine Arbeit, über die wir schon oft gesprochen haben, ist dieser Aufwand gerechtfertigt? Mensch, viel CO2, damit ein paar privilegierte Menschen mal einen Gletscher knacken hören, aber es macht etwas. Und wir brauchen, ich bin ein großer Fan von diesem Satz von Leonard Cohen, there's a crack in everything, that's where the light comes in. Wir müssen einmal diesen Schmerz auch spüren, was da passiert, damit wir wissen, shit, it's real. Und es ist unser Privileg, in Anführungsstrichen, in einer historischen Zeit zu leben. Wir sind die erste Generation, die voll mitbekommt, was passiert, und wir sind die letzte, die was ändern können. Und deswegen sind wir alle gefordert. Geht aber auch hier im Botanischen Garten, bei Regen, bei Sonne, egal wo, einfach auf die Natur hören. Ihr seid Künstlerin, insofern nehmt das einfach mit. Danke, Felicitas, für deine super Arbeit, die heute viele Früchte trägt, die man nicht ahnen konnte. Dankeschön. Wo ist Martin Schäfer? Martin, du hast Krücken, weil du gerade Meniskus hattest, aber Geschichten des Gelingens. Martin ist in einem Hintergrundgespräch in Paris mit der Nature Wealth Idee auch sehr aktiv und schützt in Ecuador sehr, sehr wichtige Juwelen der Biodiversität. Und einer deiner Kernsätze ist,
Wenn jemand mit $2 am Tag was tun kann für Biodiversität, können wir alle das auch. Ja, danke, Eckhard. Eine Geschichte, die ich mit euch teilen will, ist, in Corona wir haben ein Ökotourismusunternehmen und die hatten von jetzt auf gleich kein Einkommen mehr und eigentlich haben alle Leute im Tourismus ihre Angestellten rausgeschmissen. Und ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Aber ich habe zu meiner einen Köchin gesagt, jetzt arbeitest du nicht mehr und kochst, sondern du rettest mir 2 Baumarten. Und von diesen beiden Baumarten gibt es nur 30 Individuen. Und diese Frau hat innerhalb von ein paar Monaten 2000 Samen gesammelt und da habe ich gedacht, wow, sie hat es geschafft. Von den 2000 Samen sind nur 22 gekeimt. Das hat sie dann auch geschafft und sie hat innerhalb von 18 Monaten 1800 neue Pflänzlinge von diesen beiden Baumarten gesät in unserem Reservat. Also wenn eine Köchin im ländlichen Ecuador, die nur das Mindestlohn bekommt, eigenhändig 2 Baumarten retten kann, dann kann jeder von Ihnen und euch so viel mehr tun. Weil das sind genau diese Geschichten. Das ist das Empowerment. Was wir in Ecuador erreicht haben, das ist ja nicht nur meine Geschichte, das ist die Geschichte von den Leuten vor Ort. Ich habe einen Parkwächter, den habe ich besucht, da war 2013, waren es weniger als 20 Meeresschildkrötennester. Seit Jahren hat er diese Zahl auf über 500 gebracht. 16.000 Meeresschildkröten an dem Strand kommen jedes Jahr ins Wasser. Das ist das Verdienst von diesen Menschen. Das Einzige, was wir machen müssen, wir müssen diesen Leuten ein Auskommen vor Ort ermöglichen. Und dann kann der Impact enorm sein. Und wir haben viele schöne Worte hier gehört. Aber ehrlich, wir wissen genug und wir haben immer noch zu wenig von der Umsetzung gehört. Und das müssen wir jetzt zusammen angehen bis zum nächsten DLD. Und dafür brauche ich Ihre Hilfe. Martin, und wir sehen uns, bleibt mal noch eine Sekunde. Seit wir uns begegnet sind, spielt auch eine Kamera, die du live sozusagen Webcam im Amazonas platzierst, eine Riesenrolle, weil ich nämlich genau dieses Sinnliche für den Missing Link halte, dass wir akustisch heute viel besser Biodiversität abbilden können als mit Fotos. Und du hast noch einen politischen Hebel entdeckt im Naturschutz. Viele Länder des globalen Südens sind heftig verschuldet und du hast einen Link gefunden, plötzlich ein Meeresgebiet unter Schutz zu stellen. Wie ging das in einem Satz? Das ging in einem Satz, in dem wir eine Schuldenumstrukturierung für Ecuador erwirkt haben, wobei Ecuador 600 Millionen gespart hat an Schulden, dafür aber ein Meeresschutzgebiet deklarieren musste, was 1,5 Mal so groß ist wie die Schweiz und das für die Ewigkeit finanzieren musste. Und das sind diese Beispiele, die zeigen, es ist möglich. Und dieses Meeresschutzgebiet ist nicht irgendeins. Da sind die größten Tiere im Meer, die Walhaie und so weiter, die wandern da alle durch. Insofern, das ist ein gutes Beispiel, wie wir zusammen alle mehr schaffen können, als wir uns jemals das vorgestellt haben. Und ganz kurz noch, der Hebel war, du hast immer mit dem Umweltministerium gesprochen, aber Preaching to the Converted bringt nicht weiter. In der Sekunde, wo der Finanzminister die Zusage hatte, ihr kriegt nur das Geld, wenn ihr Naturschutz darunter packt, hattest du das Ohr des Präsidenten. Und das meine ich mit, jeder kennt wen, der mehr bewegen kann als du. Lasst uns wirklich kreativer sein, diese ganzen Netzwerke, die hier von Wirtschaft, von Medien, von Wissenschaft, von Zivilgesellschaft da sind, wirklich wie so ein strategisches Tetris so zu spielen, dass nachher was Ganzes bei rauskommt. Und dafür ist es super wichtig, so Josef hatte auch dieses Beispiel in Indonesien mit einer Publikation, einfach an der richtigen Stelle den richtigen Menschen geimpft, plötzlich hast du ein Gesetz. Das ist der Weg. Herzlichen Dank, Martin, und wir sehen uns auf der Digital X nächste Woche. Ja. Steffi, komm mal ganz schnell. Diese Frau hat einen sehr, sehr hochbezahlten Job sausen lassen, weil plötzlich nämlich aus mehreren, aus Kalifornien und aus Australien erreichten nicht Anrufe von Leuten, die nicht mehr zum Job kommen konnten, weil im wahrsten Sinne der Wald gebrannt hat, die Hütte gebrannt hat. Und dann hast du gesagt, ich möchte nicht mehr einen großen Verlag leiten, sondern ich möchte Nature Re mit öffentlichem, aber vor allen Dingen auch mit privatem Geld den größten Hebel zur CO2-Senke und zur Biodiversität in Kolumbien liften. Wie geht das? Naja, ich habe, wie viele hier, in den Medien gearbeitet und versucht, mit Worten die Menschen zu erreichen. Hat ja bedingt funktioniert. Und ich dachte, es gibt eine Sprache, die jeder versteht, und das ist Geld.
Also wie können wir der Leistung der Natur einen Preis verleihen und wie machen wir das so, dass wir alle damit Geld verdienen. Das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Wir müssen Geschäftsmodelle haben, die hochspannend sind, allein auch nach den klassischen Kriterien. Und sie müssen naturpositiv sein. Deswegen investiere ich nur in naturpositive Modelle, die auch als Vorbild funktionieren und zeigen, es geht ja doch. Und wir sind in Kolumbien. Es gibt ja auch eine Kolumbianerin, habe ich vorhin kennengelernt. Ein paar Kolumbianer sind im Raum. Wir sind dort engagiert, weil Kolumbien das Land ist mit der größten Artenvielfalt auf der Welt und mit dem schnellsten Baumwachstum. Und wir kaufen dort Brachflächen, die wurden leider von der Viehzucht zerstört und wir übergeben sie zurück an die Natur. Und die Natur macht daraus ganz wunderbare Wälder wieder. Wir haben auch Pumas und Jaguare und können zeigen, dass es also möglich ist, die Natur zu heilen. Wir arbeiten mit der Natur und nicht gegen sie. Und wir haben inzwischen, das freut mich wahnsinnig, wir haben jetzt Kunden, die dafür Geld zahlen. Wir sind jetzt also im Anbetracht dieser schrecklichen Tipping Points, von denen wir heute auch wieder gehört haben, vor denen wir fürchterlich Angst haben müssen, sind wir jetzt auch an der Stelle eines positiven Tipping Points. Dazu haben Sie beigetragen. Vielen Dank. Diese Veranstaltung müsste man erfinden, wenn es sie nicht jetzt geben würde. Und da können wir jetzt unglaublich viel reißen. Das hat es heute gezeigt. Eine Revolution wird nicht von der Mehrheit getrieben, aber von einer kritischen Minderheit. Und die sitzt hier. Danke, Stefanie. Nature Re. Christoph Schenk, wo bist du? Christoph, wo hast du dich versteckt? Komm noch mal schnell nach vorne, sonst sehen dich die Kameras nicht. Ich habe dieses Foto gezeigt euch mit dem Schmetterling, der am Auge der Schildkröte die Träne leckt. Und an der Stelle auch ein Dankeschön an DM. In der Alverde durfte ich dieses Foto zeigen. Auch da erreicht man Millionen. Also unterschätzt nicht die Wirkung von Medien, die erstmal gar nicht sozusagen die klassischen Medien sind. Wir brauchen Mehrheiten und wie Steffi sagte, das passiert, indem man Pioniere auch zeigt. Du hast mich sehr berührt mit diesem Foto und es ist entstanden in Peru, wo du wirklich im Zelt dieses Wunder der Biodiversität gespürt hast und Legacy Landscape Fund ist eine großartige Idee, privates Geld zu hebeln mit öffentlichem Geld. Für wen ist das was? Legacy Landscape, das sagt schon der Name. Legacy ist das Erbe. Da sind wir schon bei der Familie von der Leyen. Ja, also das Erbe, aber viel weiter. Wir haben uns die Mona Lisa angeguckt und haben gedacht, wow, die gibt es 500 Jahre und Menschen finden die immer noch ganz fantastisch. Und wie kann es denn sein, dass wir die größten Schutzgebiete, die wichtigsten Regionen dieser Erde nicht durch 500 Jahre bringen? Und das sind die Dimensionen, an die wir denken müssen. Legacy Landscape funktioniert so, das ist eine internationale Stiftung von der Bundesregierung aufgesetzt. Da gibt es einzelne Fonds für die einzelnen Schutzgebiete, für die besten Regionen dieser Erde. Ein Teil kommt, wie du richtig gesagt hast, aus privater Hand, 2 Teile kommen aus der staatlichen Hand. Dann tut man 30 Millionen für jedes einzelne Gebiet festlegen und das wird dann 1 Million pro Jahr ausschütten und zwar länger, wie es die Mona Lisa gibt, hoffentlich. Ja. Und das ist der Ansatz. Und was wir jetzt brauchen, ist einen starken Appell auch aus diesem Raum. Deutschland, lass nicht nach, was sie nämlich gerade tun bei der Biodiversitätsfinanzierung. Kanzler hat ja angekündigt, 1,5 Milliarden bis 2025, die werden wir nicht sehen. Das ist inzwischen eigentlich ganz deutlich. Aber das darf natürlich nicht sein. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Erde darf bei der wichtigsten Aufgabe der Welt nicht hinten anstehen. Und deswegen hoffen wir, dass es weiter Mittel für Legacy Landscape gibt. Danke, Christoph. Eine sehr intime Frage. Wird jemand in absehbarer Zeit Mutter oder Vater hier im Raum? Ein Papa meldet sich zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Dann habe ich ein Geschenk für dich, nämlich ein Strampler. Der heißt Zum Lachen geboren. Und ein Kind, was heute geboren wird, ist 2050, wo wir angeblich alle ja super klimaneutral sein wollen, ist gerade erst Anfang 20. Wir reden immer von Jahrhundertereignissen, dieses Jahrhundert hat gerade erst angefangen. Und 2100, wo diese Szenarien plötzlich abbrechen, ist dieses Kind vielleicht in dem Alter, wo Frau von der Leyen gerade heute ist und wünscht sich auch Kinder und Enkel. Und deswegen werden diese Kinder uns alle Löcher in den Bauch fragen, was habt ihr 2024 gewusst? Was stand in eurer Macht und was habt ihr getan? Was war unsere Zukunft euch wert?
Und ich wünsche uns allen, dass wir dann richtig gute Antworten haben und dir eine gesegnete Familie. Und ich möchte zu Marias Ehren an ihrem Geburtstag mit euch ein Lied singen. Es ist total kitschig, aber es ist genau über dieses Kind. Da drin gibt es eine Zeile: I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more than I ever know. Ich höre, wie ein Kind weint, ich sehe es aufwachsen und diese Kinder werden Dinge wissen, die keiner von uns kennt. Und das ist Optimismus. Und Optimismus rückwärts gelesen heißt, zoom sie mit Po, lasst uns das nie vergessen. What a wonderful world. Und den Refrain könnt ihr alle mitsingen. Und dieses Lied ist von 1967, ich auch. Und wir hatten es so verdammt gut. Und unser Job ist jetzt, dafür zu sorgen, dass dieser Reichtum erhalten bleibt. Und dafür brauchen wir das Staunen wieder zurück, die Demut und das Gefühl, wir haben viel zu verlieren, aber noch mehr zu gewinnen. What a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, jetzt kommt euer Part, alle zusammen. What a wonderful world. Sehr schön. Da ist noch was drin, DLD. Beim zweiten Refrain alle. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night. And I think to myself, jetzt alle. What a wonderful world. Sehr schön. Geht doch. Ihr könnt euch auch hinstellen, da singt man besser. The colors of the rainbow. So, nicht Film, singen. The sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Letzte Chance, einmal noch. Okay. Yes, I sing to myself. What a wonderful world. Oh, yeah!